Hallo meine Freunde, hola Madridistas. Unsere Jungs befinden sich wieder auf dem Trainingsplatz. Nachdem sie gestern einen Tag frei hatten, folgt heute die nächste Doppelsession. Und wenn man aus Madrid die Stimmen der Spieler so hört, ja, verrate ich so viel, sie sind sehr überrascht über die hohe Intensität und die Länge der neuen Trainingseinheiten von Xabi Alonso. Meiner Meinung nach eine Spitzensache. Ich sage es immer wieder, Erfolg ist kein Zufall. Ja, wenn unsere Jungs eine Doppelsession machen können, dann kann ich das auch. Ja, richtig gehört. Ich werde heute 2 Videos drehen und schneiden etc. pp. Das zweite seht ihr morgen, denn dann bin ich im Flugzeug. Morgen geht's für mich zurück nach Deutschland. Dann sind wir erstmal 3 bis 4 Wochen in Deutschland. Es wird zwar kein Meer im Hintergrund mehr geben, trotzdem werdet ihr täglich die neuesten Informationen von Real Madrid erhalten. Braucht euch keine Sorgen machen. Ja, aber wir sind nicht hier, um sich über meine Urlaubspläne zu unterhalten. Wir sind hier, um über Real Madrid zu reden. Heute habe ich einige unterschiedliche Informationen für euch. Wir unterhalten uns noch einmal über das neue blaue Trikot, denn einige haben da etwas falsch verstanden zu haben. Wir unterhalten uns über Miguel Gutierrez, über Rodrigo, über Vitinha, über Nico Paz, Arda Güler, Thiago Pitarch. Ihr hört schon, eine Menge Themen im heutigen Video. Viel Spaß dabei. Ja, fangen wir mit dem ersten an. Ich hoffe, ich kann einigen von euch Geld sparen oder zumindest die Information weitergeben. Gestern haben wir uns noch über dieses wunderschöne blaue Trikot unterhalten. Für mich eins der schönsten Trikots der letzten Jahre, bin ich ganz ehrlich. Ich bin auch sehr froh, dass ich es habe. Ich überlege mir sogar ein zweites zu holen. Aber viele von euch haben mir geschrieben, auch sehr geil, dass da drin steht 90 minuti, son molto longo. Ihr kennt den Standardspruch von Real Madrid. Aber aufgepasst! Dieser Badge, in dem das steht, ist nur in der Spieler-Edition. Also, wenn ihr so einen Körperbau habt wie ich, wo die Spieler-Edition nicht so gut aussieht, weil sie am Körper klebt, naja, ich muss noch Diät machen, ich bin übrigens noch weiter dabei, nein. Falls ihr euch die normale Zuschauer-Edition holt, Fan-Edition etc., dann steht das da nicht drin. Also bevor ihr jetzt sagt, ich brauche unbedingt das Trikot, weil der Spruch da drin steht, dann müsst ihr euch die Spieler-Edition holen. Ich wollte euch die Info geben, weil ich glaube, viele hatten das falsch verstanden, bevor ihr jetzt zu viel Geld ausgibt. Die Info meinerseits. Also, wenn ihr den Spruch unbedingt haben wollt, muss es die Spieler-Edition sein. Ja, Schluss damit. Kommen wir jetzt zu einem weiteren Verkauf. In den letzten Wochen habe ich es schon annonciert, Miguel Gutierrez wird nach Neapel gehen und jetzt hat gestern Fabrizio Romano das offizielle Here We Go gegeben. Aber auch wichtig, die Klausel, die hat mich persönlich etwas enttäuscht. Ich habe letztens noch gesagt, Girona, gut verhandeln, Madrid kann jeden Euro gebrauchen. Ein Miguel Gutierrez wechselt nach Neapel für 18 Millionen plus 2. Was bedeutet, Real Madrid kriegt 9 bis 10 Millionen Euro. Und ich finde, so wie der Transfermarkt dieses Jahr unterwegs ist, wenn man hört, wie viel Manchester United, City etc. für einige bestimmte Spieler zahlen, ist mir die Summe etwas zu gering. Naja, wie dem auch sei, Real Madrid erhält passiv für einen Spieler, der nicht mehr bei Real Madrid spielt, 9 bis 10 Millionen Euro, kann Real Madrid gut gebrauchen. Vor allem in dieser Saison, wo wir schon selber etwas tief in die Tasche gegriffen haben für die ganzen Neuzugänge. Also, Miguel Gutierrez nach Neapel. Viel Glück, Junge. Wie gesagt, vielleicht sieht man sich irgendwann im Bernabeu. Ja, dann ein anderes Thema, was auch aktuell ist und ich nicht vergessen möchte. Die Ballon d'Or-Kandidaten sind vorgestellt worden, die letzten Finalisten etc. Ihr kennt das Prozedere. Einige Madrid-Spieler sind dabei. Im Tor ist unter anderem ein Thibaut Courtois dabei, unter den letzten Qualifizierten da. Dann haben wir noch Spieler wie Jude Bellingham, Kylian Mbappé und Vinicius. Und ich mache es einfach mal ganz kurz. Ich kann mich für die Spieler freuen etc. Mich persönlich hat es gewundert, denn wenn ein Spieler es letzte Saison von Madrid verdient hätte, ist das meiner Meinung nach ein Fede Valverde gewesen. Aber darum geht's nicht. Ich bin ganz ehrlich zu euch. Von den ganzen Namen, die ich genannt habe, nach der Saison
hat kein Madrid-Spieler den Ballon d'Or verdient. Also, es ist eine lustige Anekdote, dass die es unter die letzten Spieler da geschafft haben. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum. Meiner Meinung nach hat auf dieser Liste nach der letzten Saison kein Madrid-Spieler etwas zu suchen. Ich weiß, einige argumentieren anders. Einige argumentieren, Thibaut Courtois ist der beste Torhüter der Welt, der muss das Ding jedes Jahr gewinnen. Für mich ist der Wettbewerb eine Belohnung für die letzte Saison. Letzte Saison war kein Spieler von Real Madrid meiner Meinung nach ein Ballon d'Or-Kandidat. Also, das ist meine Meinung. Was ich allerdings doch schon lustig fand, müsst ihr mir mal eure Meinung sagen. Als ich die Trainerkandidaten gelesen habe, sah das für mich aus wie die verschiedenen Stationen des Haarausfalls. Oh, das war jetzt vielleicht ein bisschen gemein, aber bin ich der Einzige, der das so gedacht hat? Könnt ihr ja, wie gesagt, gerne in den Kommentaren lassen. Ja, und jetzt kommen wir zu einem der großen Themen in diesem Transferfenster. Und zwar immer wieder wird behauptet, Real Madrid sucht einen neuen Spielgestalter. Anfang vor 1-2 Wochen war das große Thema Rodri von Manchester City. Real Madrid wollte angeblich 100 Millionen Euro zahlen etc. pp. Ja, und Rodri, was habe ich euch gesagt? Ein 30-Jähriger nach einem Kreuzbandriss. Niemals würde Madrid über 100 Millionen für so jemanden in die Hand nehmen. Und die nächsten 2 Informationen. Information Nummer 1, Rodri hat sich wieder verletzt. Was habe ich euch gesagt? Nach einem Kreuzbandriss folgen fast immer Folgeverletzungen, weil du ein Jahr daran gewöhnt bist, dieses Knie nicht zu belasten, dein Körper geht anders etc. Das Normalste auf der Welt. Rodri fällt bis September aus. Das ist jetzt hier keine Schadenfreude, im Gegensatz, ich bin Spanier. Ich freue mich, wenn Rodri fit ist. Für die spanische Nationalmannschaft ist es gut. Aber damit wir mal sehen, dass solche Informationen oftmals Quatsch sind. Vor allem ist er auch jetzt kurz davor, einen neuen Vertrag mit Manchester City abzuschließen. Er soll auf die gleiche Kategorie, Gehaltskategorie, wie ein Erling Haaland geben. Das heißt, es könnte auch sein, dass das Management von Rodri diese Gerüchte gestreut hat, damit Manchester City den Vertrag verbessert. Wie dem auch sei, für mich, ihr kennt meine Meinung, ein Rodri hat bei Real Madrid nach seiner Aktion im letzten Jahr nichts zu suchen. Ja, und jetzt, weil ein Rodri immer unwahrscheinlicher ist und die Presse das den Madrid-Fans auch nicht mehr verkaufen kann, ist auf einmal gestern der Name Vitinha erschienen. Der wohl beste Spielgestalter der letzten Saison, der portugiesische Nationalspieler, der die Fußballwelt begeistert hat. Und gestern kam im Marca, einer der wohl größten spanischen Zeitungen, folgender Artikel. Lesen wir uns den mal ein bisschen zusammen durch. Vitinhas fallende Klausel. Real Madrid hat ihn auf dem Radar. Der portugiesische Spieler hätte im Jahr 2026 einen Startpreis von 90 Millionen. Viele Augen waren auf Vitinhas Fußball gerichtet und man sah in dem Portugiesen den Hauptfaktor für den großen Erfolg von PSG und der portugiesischen Nationalmannschaft in der vergangenen Saison. Seine Dynamik, seine Fähigkeit, Linien zu durchbrechen, aber vor allem die Präsenz und der Charakter, die er in das Spiel der Pariser Mannschaft einbringt, sind einige der Faktoren, die den Mittelfeldspieler im Sommer in den Mittelpunkt zahlreicher Gerüchte gerückt haben. Einige davon im Zusammenhang mit Real Madrid. Zum jetzigen Zeitpunkt scheint ein Deal zwischen Kylian Mbappés ehemaligen Verein und Real Madrid nahezu unmöglich, es sei denn, es gibt eine Ausstiegsklausel, wie es beim dynamischen portugiesischen Mittelfeldspieler nicht der Fall ist. Das bedeutet jedoch nicht, dass Real Madrid kein Interesse an Spielern wie Vitinha oder anderen Spielern aus Luis Enriques Kader hat. Los Sublimes oder Andres, wie er genannt wird, besteht seit mehreren Wochen auf die Existenz eines Festpreises, um die Ausgangstür zu einem bestimmten Zeitpunkt zu öffnen. Das ist bemerkenswert, da Klauseln in der Ligue 1 verboten sind und die Agenten und Spieler offenbar einen Weg gefunden haben, dies zu umgehen. Ja, dann wird noch weiter geschrieben, wir brauchen uns nicht den ganzen Artikel lesen. Also, dass zwischen Paris und Real Madrid dicke Luft herrscht, ich glaube, das brauche ich keinem von euch mehr zu erklären. Paris verkauft Real Madrid gar nichts seit der Geschichte von Kylian Mbappé. Al-Khelaifi und Florentino Perez, die hassen sich, da wird es keinen Deal geben. Und jetzt kommt in Spanien auf einmal die Information, dass ein Vitinha so ein Gentleman's Agreement hätte mit dem Manager, ausgehandelt hätte. Es gäbe keine Klausel, es gibt keine Klausel in Frankreich, sondern eine Ausstiegsoption in Höhe von 90 Millionen. Und das wäre im Jahr 2026. Real Madrid würde ihn nächstes Jahr gerne holen.
Ja, der Sommer ist lang, die Gerüchte werden immer wilder. Formuliere ich es mal so. Ich kann mir kaum vorstellen, dass Paris so einer Klausel zugestimmt hätte. Und selbst wenn Paris dieser Klausel mit Vitinha zugestimmt hätte, glaube ich, spätestens wenn Real Madrid nächstes Jahr anklopft und sagt, wir wollen euren besten Spieler, spätestens dann macht Paris Saint-Germain, vergessen die jeden Gentleman's Agreement, den es jemals gab, nach der Vorgeschichte mit Kylian Mbappé. Selbst ein Kylian Mbappé, der ohne Vertrag bei Paris war, wurde noch versucht, ihm soweit es geht hinterherzutreten. Also für mich ist das ein absolut wildes Gerücht und ich persönlich glaube nicht daran. Zudem gibt es auch noch mehrere Gründe, meiner Meinung nach, warum ein Real Madrid Stand heute gar nicht an einen Vitinha denkt. Und ich nenne euch aus diesen Gründen 3 Namen. Nummer 1, Arda Güler. Diese Position ist die neue Position des jungen Türken. Xabi Alonso gibt ihm die Schlüssel zu Real Madrid. Und kein Mensch weiß, wie gut Arda Güler auf dieser Position werden kann. Das kann ich nicht vorausschauen, das kannst du nicht vorausschauen, Real Madrid etc. Aber ein Xabi Alonso vertraut Arda Güler blind. Und wenn ich die Entwicklung des jungen Türken sehe, wenn ich sehe, wie er letztes Jahr gegen Getafe, gegen Barcelona bei der Club-WM auf dieser Position aufgeblüht ist, glaube ich persönlich, das ist aber jetzt meine Meinung, dass in einem Jahr kein Madridista überhaupt noch einen Ersatz für diesen Jungen suchen möchte, sondern dass er einer der besten Spieler der Welt auf dieser Position ist. Das ist meine persönliche Meinung. Sollte es aus irgendeinem Grund mit Arda Güler auf dieser Position nicht funktionieren, ich bezweifle es, ich glaube nicht daran, aber arbeitet Real Madrid, arbeitet Xabi Alonso schon am nächsten Supertalent, nämlich Thiago Pitarch. In den letzten Tagen erwähne ich diesen Namen immer öfter, ganz einfach, weil dieser Junge aus dem Nichts gespawnt ist und in Madrid alle begeistert. Sein Spielfluss, seine Bewegungen, wie er sich in der Elite des Fußballs bereits angekommen ist, in dem jungen Alter. Er erinnert von den Bewegungen leider etwas an Pedri. Naja, man kann Pedri mögen oder nicht, aber er ist sehr souverän, sehr reif und Xabi Alonso ist verliebt in diesen Jungen. Und auch wir wissen, genau wie bei einem Arda Güler, nicht, wie weit sich ein Thiago Pitarch entwickeln kann. Und dann noch ein wichtiger dritter Name, der wird oftmals vergessen. Wir haben auch noch in der Hinterhand einen Nico Paz. Auch da gibt es neue Informationen zu, denn ein James Maddison von Tottenham hat sich das Kreuzband gerissen. Viele von euch fragen sich, was hat Nico Paz mit James Maddison zu tun? Ganz einfach, Tottenham sucht dringend einen Ersatz und hat bei Como angefragt für Nico Paz. Tottenham hat 40 Millionen Euro geboten für den argentinischen Nationalspieler. Como hat direkt gesagt, nein, 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 Nico Paz ist mindestens 70 Millionen Euro wert. Aber selbst wenn Tottenham sagt, ja, wir bieten die 70 Millionen, wir bieten 80, 90, 100, wie viel auch immer. Real Madrid hat jederzeit das letzte Wort, wenn es um Nico Paz geht. 50% des Spielers gehören immer noch Real Madrid. Real Madrid hat die Rückkaufsklausel. Real Madrid hat auch klar gemacht, wir werden Nico Paz nicht abgeben. Im Gegenteil, laut verschiedener Informationen wollte Real Madrid Nico Paz diese Saison schon zurückhaben, aber der Argentinier hat sich entschieden, ich bleibe bei Como, weil ich bei Como viel mehr Minuten bekomme und ich möchte mich noch entwickeln, sonst wäre der jetzt schon Spieler von Real Madrid. Also, nächstes Jahr, so wie es aussieht, kommt auch ein Nico Paz zurück und dann haben wir den nächsten zentralen Mittelfeldspieler. Okay, der ist etwas offensiver, aber auch da könnte man schauen, wie er auf der Position des Gestalters spielt. Also, wie dem auch sei, mit einem Arda Güler, dem ich zu 100% vertraue, mit einem Thiago Pitarch und mit einem Nico Paz, kann ich mir kaum vorstellen, dass Real Madrid nächstes Jahr 90 Millionen Euro für einen Vitinha zahlen würde, wenn Paris Saint-Germain sich an ihr Gentleman's Agreement hält, was ich nicht glaube, sobald Real Madrid ins Bild kommt. Ja, das waren wieder mal eine Menge Themen. Ich hoffe, ihr fandet das Video interessant. Wenn ja, lasst das bitte in den Kommentaren. Wenn ihr schon mal da seid, liken, teilen, followen. Ihr wisst, wie YouTube funktioniert. Ich setze mich jetzt runter und bringe dieses Video für euch online. Und wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin. Hallo!